Schon als Kind war ich von Robotern fasziniert. Den Guten wie den Bösen. Es waren nicht einfach nur Maschinen. Sie hatten eine Persönlichkeit, eine Seele. Ich wollte ihr Freund sein. Ich wusste jedoch, dass diese Technologie niemals Realität wird. Doch die Zukunft ist endlich hier. Du bist vielleicht jetzt in so einem Alter, wo du denkst, so ein Roboter, der mir die Wohnung saugt, das wäre ganz nice. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich ziemlich nice, aber solltest dir davor ein paar Gedanken machen. Ich habe mir einen Roborock Q7 Max geholt und das Max steht für Absaugstation. Und der hat 343 € gekostet, gab es irgendwann im Sale an einem Black Friday oder Cyber Monday oder was auch immer das war. Und es ist das Vorgängermodell vom Q8. Der liegt so im stabilen Mittelfeld, preislich und technisch. Und natürlich gibt es krassere Modelle. Da gibt es den S8 und S8 Ultra Pro Max. Aber die sind halt auch teurer. Und vor allem wusste ich ja gar nicht, taugt mir so ein Saugroboter oder ist es der größte Crap? Deswegen habe ich mich erstmal für ein günstigeres Modell entschieden. Ob ich damit richtig lag, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Der Q7 Max, der kann 2 Zentimeter erklimmen und auch da gibt es Roboter, die mehr schaffen und welche, die weniger schaffen und da machen ein paar Millimeter schon richtig viel aus. Da musst du dich einfach schlau machen, gibt übelst viele Vergleichsseiten. Guckst du, welcher Roboter zu dir passt. Ich hatte zum Beispiel einen Raum, da gab es gar keine Chance, das ist das Esszimmer, da kommt der weder raus noch rein. Aber auch dafür habe ich eine Lösung gefunden und auch die erfährst du erst später. Ah ja, und dann solltest du dir irgendwie noch Gedanken darüber machen, wo stellst du den Roboter hin, also die Station, und hast du da Strom, um ihn anzuschließen. Machen wir mit Haustieren weiter. Ich habe die Molly zu Hause, das ist eine Katze und die ist sehr skeptisch und nicht gerade abenteuerlustig. Ich habe gehofft, dass es so eine coole Katze wird mit Sonnenbrille, die auf so einem Saugroboter rumfährt. So Dune-mäßig vielleicht sogar. Aber ist sie leider nicht. Und damit sich die Mietz an den Sauger gewöhnt, habe ich den erstmal eine Woche in der Küche stehen lassen. Dass sie erstmal auf den Geruch klarkommt und an die Optik. Und nach einer Woche habe ich ihn dann angemacht. Ich drücke jetzt einfach auf Reinigen. Ich habe noch nichts angelegt, gar nichts. Ich will einfach wissen, was passiert. Go. Starting to clean. Okay. Alright. Oh, muss ich weg? Bisschen spooky. Bisschen geil aber auch. Und der größte Fehler war auch, dass der Roboter gleich mal auf Mollys Fresschen zugesteuert ist. Seit diesem Tag Skepsis 100 und es wurde auch nur mäßig besser. Was auf jeden Fall geholfen hat, war die Putzroutinen des Roboters an die Fresschenzeiten von der Molly anzupassen und das habe ich mit der App gemacht. Und die App, die brauchst du generell, um den Roboter einzurichten, um dein WLAN zu machen, um die ganzen Faxen einzustellen, deine Zimmer zu benennen. Und bevor du Zimmer benennen kannst, lässt ihn erstmal rumfahren. Der erstellt nämlich so eine 3D-Karte von deinem Zuhause. Und das ist super spannend. Ich finde es gruselig und auch auf der einen Seite finde ich es super gruselig, auf der anderen Seite finde ich es mega cool. Und dann kannst du noch so deine Möbel platzieren und Bodenbelege definieren und den Räumen Namen geben. Und ist richtig cool gemacht. Und dann kannst du nämlich auch so Routinen einführen. Jetzt machst du zu den Raum zuerst und dann machst du den Raum. Ist nice. Wenn der Roboter irgendwo nicht hinfahren soll, kannst du so Sperrzonen einrichten oder wischfreie Zonen oder unsichtbare Türen. Mein Ziel war es auf jeden Fall, so wenig Sperrflächen wie möglich zu haben und so wenig nicht zu wischende Flächen wie möglich. Ich wollte das Optimum rauspressen. Ich wollte einfach die meisten Quadratmeter pro Putzgang. Und deswegen war dann die nächsten Wochen mein Ziel, meine Wohnung so roboterfreundlich und so barrierefrei wie möglich zu machen, dass ich die höchste Quadratmeterzahl an Reinigung erziele. Mit ein paar Sachen kommt er nicht klar. Fangen wir mal mit Kabeln an. Kabel, da frisst der sich so rein und erwürgt sich und Kabel sind uncool, so freie, rumliegende Kabel besonders. Deswegen habe ich alle Lautsprecherkabel und manche Stromkabel in Kabelkanäle gepackt.
Um jetzt zu merken, dass es viel nicer aussieht in der Wohnung und roboterfreundlich ist. Spiegel sind auch komisch. Spiegel sind für den Roboter wie so ein Tor nach Narnia. Da sieht er irgendwie noch einen weiteren Raum, einfach weil der Laser sich halt da drin reflektiert. Das war Grund genug für mich, meinen Spiegel aufzuhängen, der schon seit Monaten an der Wand gelehnt ist. Und den Spiegel habe ich aufgehangen, um dann zu merken, es ist immer noch Narnia, weil dieser Laser irgendwie mega hoch messen kann. Aber zumindest hing der Spiegel dann an der Wand. So, jetzt zum Esszimmer. Das ist ja der einzige Raum, in den er nicht reinkam und ich habe überlegt, was kann ich da machen. Mein erster Gedanke war 3D-Drucken, also Rampen 3D-Drucken. Es gibt auch eine Menge, es gibt richtig viel Shit auf Thingiverse und auf Printables, wie zum Beispiel eine GoPro-Halterung oder so. Du kannst dir sogar einen ganzen Saugroboter 3D drucken lassen. Sponsor Time. Wenn du keinen 3D-Drucker zu Hause hast, aber gerne 3D drucken lassen würdest, ist PCBWay dein Partner. Da kannst du noch CNC-Fräsen, Injection-Moldings machen oder Leiterpartien herstellen lassen. Eben alles, was dein kleines Nerdherz begehrt, für einen schmalen Taler direkt zu dir nach Hause. PCBWay. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. So, jetzt erstes Hindernis. Oh! Okay, krasse Scheiße. Ich dachte, der kann nicht abstürzen. Jetzt ist er in den Raum gefahren, aus dem er wahrscheinlich nie wieder rauskommt. Da kommt er nicht mehr hoch. Und da drüben wird er auch nicht hochkommen. Ich bin gespannt, ob er da hochkommt. I doubt it. Nee, da kommt er nicht hoch. Ich habe dann aber was noch Niceres gefunden. Ein bisschen recherchiert und halt echt ewig überlegt, wie ich es am besten mache mit dem Esszimmer. Und dann bin ich auf helpyourrobot.de gestoßen. Da kannst du dir Rampen aus Holz konfigurieren in 3D. Und ich habe bei mir im Altbau so schräge Böden, dass auch teilweise die Höhe der Rampe unterschiedlich ist. Und das kannst du da machen. Du definierst die Steigung, die Höhe und den Verlauf, dann die Länge und die Tiefe. Dann kannst du noch sagen, ob es ein Podest haben soll oder welche Ecken es haben soll, rund oder eckig. Dann entscheidest du dich für eine Holzart. In meinem Fall war es natürlich Eiche. Und dann bestellst du das, kommt zu dir nach Hause. Es ist ein guter Konfigurator und ein geiles Produkt. Und vielen Dank, dass ich das ausprobieren durfte. Und das Allerwichtigste, der Roboter kommt hoch und wieder runter. Pflege und Service. Meine größte Sorge war, dass ich am Ende den Saugroboter häufiger putze als meine Wohnung. Und ja, du musst dich ein bisschen drum kümmern. Ich fange mal beim häufigsten an. Am häufigsten fülle ich den Wassertank nach. Der ist alle 1 bis 2 Tage leer. Kann vielleicht dran liegen, dass ich keine Teppiche habe und viel Fläche und Holzboden. Dann alle paar Wochen erinnert er dich dran, die Sensoren zu reinigen, damit er nicht blind wird. Dann kannst du auch gleich so die Haare aus der Rolle rausmachen und dieses Drehding putzen und vielleicht mal über die Rollen wischen oder so. Und alle paar Monate, würde ich sagen, tauschst du diesen Staubsaugerbeutel. Es liegt aber auch so ein bisschen dran, wie dreckig es bei dir zu Hause ist. Aber es ist alles völlig im Rahmen. Das häufigste, was du vielleicht auch noch wechselst, ist dieses Wischtuch. Das wird einfach super schmutzig, weil es halt auch feucht ist und über den Boden wischt. Und da habe ich jetzt aber einfach 3, 4 und da fliegt halt immer eins in die Waschmaschine und ein frisches kommt drauf. Alles cool. Die App erinnert dich auch immer, wenn du irgendwas machen musst. Übrigens, Roboter ist tschechisch und heißt sowas wie Diener, Arbeiter oder sogar Zwangsarbeiter. Und ich frage mich, ob ich den Tag noch erlebe, an dem dieser Begriff nicht mehr ethisch korrekt ist. Wisst ihr, was ich meine? Und es müsste ja spätestens der Tag sein, an dem Roboter ein Bewusstsein entwickeln. Dürfen wir sie dann noch Roboter nennen? Und da habe ich für euch eine sehr coole YouTube-Guck-Empfehlung. Heißt The Tragedy of Droids in Star Wars. Zieht's euch rein, ist wirklich geil. Starting selective room cleaning. Kommen wir mal ein bisschen so zum Fazit und zum Ende. Der Roboter saugt nicht hammergeil und der putzt auch nur so lala. Aber wenn du jeden Tag, 7 Tagen die Woche, routiniert, fast 90 Quadratmeter, nur so lala wischst und nicht hammergeil saugst, dann ist nach einer Woche die Bude auch blitzblank. Und jetzt kann mir mal eine Banane runterfallen, ohne dass nicht 1000 Haare von Molly dran sind. Und gerade wenn du Tiere hast, mit Tierhaaren ist es hammergeil. Ich bin so zufrieden. Ich komme nach Hause und die Wohnung ist gesaugt.
Und allein dafür liebe ich ihn. Und auch dafür war der Preis voll in Ordnung. Und ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen Heckmeck, da ein paar Sachen anzupassen. Und man sollte auch gucken, dass kein Hausschuh rumliegt, sonst wird der rumhergeschoben. Aber wenn du das nicht willst, holst dir einfach ein besseres Modell mit Objekterkennung und was weiß ich. Aber ich bin mit meinem ersten Saugroboter sehr zufrieden. Und deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Das war's mal wieder mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bleibt sauber. So, eine Sache noch, vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe noch gar keinen Namen für den Roboter, ich habe mir jetzt die ganze Zeit Robo genannt. Du bist da bestimmt kreativer, lass mich wissen, schreib in die Kommentare und da kommen bestimmt ein paar witzige Sachen bei rum.